und heute geht es um den Sauerteig. Der glutenfreie Sauerteig ist überhaupt nicht schwierig. Heute zeige ich dir eine Variante aus Hafermehl. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Melli und heute zeige ich dir, wie ich einen glutenfreien Sauerteig zubereite. Dieser Sauerteig ist aus 100% Hafermehl. Alle meine Rezepte sind wie immer glutenfrei und vegan, außerdem ohne Mais, ohne Soja und ohne raffinierten Zucker. Ich freue mich über einen Kommentar von dir. Du kannst gerne auch deine Fragen in den Kommentaren stellen. Ich versuche so viel ich kann zu beantworten. Wenn dir meine Rezepte gefallen, freue ich mich total, wenn du mir ein Abo dalässt und natürlich auch, wenn du mich likest. Für unseren glutenfreien Sauerteig benötigen wir erst einmal einen Apfel. Wir entkernen ihn und dann reiben wir den Apfel auf einer ganz feinen Reibe und zwar mit der Schale. Die Schale ist wirklich wichtig. Wir brauchen 50 Gramm davon. Als nächstes mischen wir 50 Gramm reines Hafermehl mit unserem Apfel und fügen hinzu 50 Gramm Wasser. Und das war's. Mehr brauchst du nicht. Wir verrühren das Ganze, damit so eine breiartige Masse entsteht. Dann decken wir das Ganze einfach nur mit einem Teller ab und lassen es an einem warmen Ort stehen. Bei diesem Sauerteig hier ist es wichtig, dass die Temperatur stimmt. Die Temperatur sollte zwischen 27 und 30 Grad betragen. Wir lassen den Sauerteig jetzt 24 Stunden einfach in der Wärme stehen. Nach 24 Stunden füttern wir unseren Sauerteig das erste Mal. Das heißt, wir füttern wieder die gleiche Menge an Hafermehl dazu, unsere 50 Gramm, sowie 50 Gramm Wasser. Dieses Mal kein Apfel. Wir verrühren das Ganze wieder. Wir decken den Sauerteig wieder ab und stellen ihn wieder für weitere 24 Stunden an einen warmen Ort. Schaut mal her. Das hier ist jetzt mein Hafersauerteig. Am zweiten Tag, mehrere Stunden nach der Fütterung morgens. Ihr seht, wie sich da schon ganz viele Blasen gebildet haben. Der Sauerteig ist dann fertig, wenn er richtig viele Blasen gebildet hat und wenn er auch säuerlich riecht. Was ich gemacht habe, weil es bei mir im Moment nicht ganz so warm ist in der Küche, ich habe hier den Sauerteig in meinem Schüsselchen drin, mit dem Deckel zugedeckt und habe hier unten einen großen 5-Liter-Topf mit sehr warmem Wasser befüllt, den Teller drauf und dann hier oben mein Sauerteig draufgestellt. Und damit es auch warm bleibt über den Tag hinweg, befülle ich den Topf immer wieder. Man muss natürlich darauf achten, dass es nicht zu heiß wird. So, und über Nacht habe ich hier oben drauf das gleiche nochmal gemacht. Und zwar mit so einem kleinen Topf, mit dem hier. Habe nicht kochendes, aber doch sehr heißes Wasser, bevor ich ins Bett gegangen bin, drauf, mit dem Deckel zugedeckt. Und so ist er dann über Nacht, also letzte Nacht, ist er hier gestanden. Und heute Morgen hatte ich schon die ersten Bläschen und der war schon richtig aktiv. So kannst du dir behelfen, wenn es einfach nicht warm genug ist. Weil das Wichtige bei diesem Sauerteigansatz ist wirklich, dass es so um die 27 Grad hat. Der Sauerteig ist dann fertig, wenn du siehst, dass sich richtig viele Blasen gebildet haben. Außerdem riecht er sehr säuerlich. Das Ganze kann 2 bis 3 Tage dauern. Und ab dann kannst du ihn zum Backen verwenden. Du lagerst ihn ab sofort im Kühlschrank und wenn du Sauerteig entnimmst, fütterst du ihn danach wieder an mit 25 Gramm Mehl, 25 Gramm Wasser, lässt ihn dann für 24 Stunden wieder in der Küche stehen und lagerst ihn danach wieder im Kühlschrank. Ich verlinke dir hier auf der Seite eins meiner Rezepte für ein Sauerteigbrot und außerdem, falls es dich interessiert, ein Rezept für einen Sauerteig aus 100% Reis.